Du interessierst dich für Solana oder hast Solana-Projekte im Portfolio, Meme-Coins, DeFi, Depin-Coins, was auch immer. Dann solltest du jetzt unbedingt mal den Ray-Token kennenlernen. Der Token machte nämlich in einem Jahr um die 1000% plus und konnte sich dadurch 2024 unter die Top 100 Kryptowährungen katapultieren. Nein, es ist kein Meme-Coin. Es handelt sich um einen Exchange-Token aus dem DeFi-Bereich und zwar von Solanas aktuell führender dezentraler Börse Raydium. Ich meine, kein Wunder, dass 2024 ein starkes Jahr für Solana-Projekte war. Solana ist eine der am schnellsten wachsenden Blockchains nach wie vor und hält mit über 40% Marktanteil das größte Total Value Locked, also das TVL, unter allen nicht Ethereum-basierten Chains. Vor allem die ganzen Meme-Coin-Transaktionen haben das kostengünstige Netzwerk befeuert. Parallel dazu explodierte aber auch das Handelsvolumen auf Raydium, aber so sehr in dem Fall, dass die Plattform Orca, das ist eine andere führende Solana-Dex gewesen, abgelöst hat. Mit einem aktuellen Marktanteil von um die 50%. Mit einem Handelsvolumen von Stand des Videos über 2 Milliarden US-Dollar liegt Raydium inzwischen auf Platz 1 von allen dezentralen Börsen und hat einfach mal Schwergewichte wie Uniswap outperformt. Am 20. November, also Peak in der Meme-Season, übertraf das Protokoll sogar Tether, ein Stablecoin-Projekt, bei den 24-Stunden-Gebühren. Und da habe ich mich gefragt, ja Moment mal Leute, Raydium ist doch nicht neu, das ist kein Meme-Coin und alles. Warum gelingt dieser Durchbruch gerade jetzt, 2024? Was hat Raydium dieses Jahr erfolgreicher, besser gemacht als eine andere Solana-Dex wie Orca? Spielst du jetzt schon mit dem Gedanken, den Ray-Token zu kaufen? Dann warte ganz kurz, denn bevor du blind kaufst, lass uns doch vorne einen Blick auf den Chart werfen. Denn aktuell scheint der Token etwas überbewertet zu sein und laut der Analyse von InvestorGuard könnte eine stärkere Korrektur bevorstehen. Vielleicht sind wir auch jetzt schon gerade drin, wenn du das Video liest. Kann man ein Video lesen? Nein, kann man nicht. Ich muss lesen. Ihr nicht. Einige Indikatoren weisen ebenfalls auf eine mögliche Abwärtsbewegung hin. Das siehst du an den Divergenzen in dem Video. Falls du jetzt also über ein Investment nachdenkst, dann wäre ein Einstieg in einer solchen Korrekturzone vielleicht sinnvoller. Ob der Coin jemals wieder sein Allzeithoch von über $16 erreicht, das weiß niemand. Am Ende liegt die Entscheidung auch immer bei dir. Denk also dran, das Video ist keine Anlageberatung. Ich bin persönlich auch aktuell nicht in Ray investiert, aber ich sehe großes Potenzial in Raydium vom Lösungsansatz her. Deswegen habe ich auch das Video gemacht, sodass ich glaube, dass das Projekt, wenn es sich weiter gut aufstellt, langfristig von diesem aktuellen Hype profitieren könnte. Hey, du bist Entwickler oder interessierst dich für den Einsatz von KI im technischen Design? Dann könnte Kedaiko, der Sponsor des heutigen Videos, genau das Richtige für dich sein. Kedaiko möchte computerunterstütztes Design mit Hilfe von modernen KI-Modellen und Blockchain-Technologie revolutionieren. Durch die Cat-AI-Technologie sollen Unternehmen industrielle Prozesse effizienter gestalten können und so Herausforderungen in Bereichen wie Design, Produktion oder Wartung bewältigen können. Wenn Ingenieure beispielsweise Prototypen für Maschinen, Autos, medizinische Geräte oder Gebäude entwerfen, dann können KI-Assistenten auf Basis dieser Cat-AI-Technologie Routineaufgaben automatisieren, sodass sich dann die Ingenieure auf wertschöpfendere Aktivitäten konzentrieren können. Ein anderer KI-Assistent soll Maschinenstörungen schneller diagnostizieren, beheben und so Ausfallzeiten minimieren können. Dank der Blockchain-Technologie werden die Daten jetzt sicher gespeichert, transparent validiert und Transaktionen effizient abgewickelt. Entwickler können die Plattform von Kedaiko nutzen, um ihre Anwendungen zu erstellen, sie weltweit zu präsentieren und über den Cat-AI-Token Geld zu verdienen. Darüber hinaus lassen sich die Cat-AI-Modelle und Schnittstellen nahtlos in vorhandene Unternehmenssoftware integrieren. Kedaiko plant außerdem bald einen Teil seiner Technologie für die Community zu öffnen, um dann gemeinsam KI-Assistenten zu entwickeln und so Kreativität und den gemeinsamen Erfolg zu fördern. Interessiert? Dann findest du mehr Infos zum Projekt unten in der Beschreibung. Raydium wurde 2021 von einem pseudonymen Team gegründet, angeführt von AlphaRay, einem Experten im algorithmischen Handel und Market Making. Während der ersten DeFi-Blütezeit, die hatten wir ja 2020 herum, erkannte das Team den enormen Bedarf, Liquidität für den Handel mit Kryptowährungen bereitzustellen und entwickelte daraufhin den ersten Automated Market Maker, kurz AMM, auf Solana. Ein AMM, fürs Verständnis, wie Raydium oder auch wie Uniswap, der unterscheidet sich von zentralen Börsen dadurch, dass er kein klassisches Orderbuch verwendet.
Stattdessen setzt ein AMM auf Liquiditätspools. Diese Pools werden von LPs, also Liquidity Providern, mit überschüssigen Tokens befüllt, also von Nutzern wie dir und mir. Während ein Orderbuch den Preis klassisch durch Angebot und Nachfrage bestimmt, nutzt ein AMM eine mathematische Formel, einen Algorithmus, um den Preis zu berechnen. Die Formel orientiert sich dann dabei an dem Mengenverhältnis der Tokens in dem jeweiligen Pool. Machen wir es konkret, wir gehen auf Raydium. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Raydium deine USDC in Solana swappen möchtest, dann sucht Raydium automatisch nach einem passenden Pool mit ausreichender Liquidität. Für den Swap fällt eine kleine Handelsgebühr an, die je nach Poolart und Stufe unterschiedlich ausfällt. Die genauen Gebühren siehst du jetzt in der Tabelle eingeblendet. Der größte Teil der Gebühren geht an die Liquiditätsanbieter im jeweiligen Pool. Doch, und das finde ich echt ziemlich spannend, 12% der Gebühren werden für sogenannte Token-Buybacks genutzt. Das sind Rückkäufe von Ray-Tokens. Die Tokens werden in eine spezielle Wallet zur Verwaltung übertragen und aber nicht verbrannt, um sie zum Beispiel für zukünftige Zwecke im Ökosystem aktiv zu halten. Mit einem kumulierten Handelsvolumen von aktuell über 460 Milliarden US-Dollar konnte Raydium insgesamt 44 Millionen Ray-Tokens zurückkaufen, Stand des Videos, was umgerechnet über 200 Millionen US-Dollar entspricht. Und zusätzlich, kommen wir nochmal in die Tabelle zurück, fließen 4% der Gebühren in die Treasury, also ist die Schatzkammer, um die Weiterentwicklung des Projekts zu unterstützen. Bis Ende November 2024 hat Raydium so über 120 Millionen Dollar an Protokollgebühren eingenommen und dadurch einen Treasury-Bestand von fast 2,7 Millionen Dollar aufgebaut. Das ist ein beeindruckender Zuwachs von mehr als einem 55-fachen im Vergleich zum Vorjahr. Okay, kommen wir nochmal zu unserem Kriterium Mission zurück. Wenn wir nochmal auf die Mission blicken, dann machte Raydium damals etwas Einzigartiges. Und zwar brachte es den ersten hybriden AMM auf den Markt, der mit dem Orderbuch der DEX Serum kompatibel war. Ganz kurz DEX, nach dem FTX-Crash heute bekannt unter dem Namen OpenBook. Mit diesem hybriden Modell konnte man die Liquidität plattformübergreifend nutzen. Dieses Modell wurde jedoch eingestellt, weil man damit zu viele Longtail-Märkte erzeugte. Darunter versteht man ineffiziente Nischenmärkte mit einer sehr geringen Liquidität. Raydium hat jetzt jedoch das bestehende Modell weiterentwickelt und durch die Poolart Standard AMM Pools AMM V4 ersetzt. Und jetzt verstehst du auch vielleicht die Tabelle, denn die DEX bietet heute 3 Poolarten an. Einmal der Standard-AMM-Pool, also der ursprüngliche, der jetzt weiterentwickelt wurde. Und dann gibt es noch 2 neue. Einmal der Standard-Pool, Constant Product Swap Pool, CPMM. Und daneben der konzentrierte Liquiditätspool-Typ, CLNN. Unterschied: Bei den standardisierten Pools verteilen die Anbieter die Liquidität gleichmäßig über den gesamten möglichen Preisbereich und bei den konzentrierten Pools eben nur gezielt innerhalb einer bestimmten Preisspanne. Der letztere Pool-Typ ist dadurch auch effektiver, weil man eben weniger Kapital braucht, um die gleiche Nachfrage zu bedienen. Kannst du ein bisschen vergleichen mit einem Supermarktladen. Anstatt Wasserflaschen überall im Geschäft zu verteilen, also im Eingang, an der Kasse, neben den Nudeln, wo auch immer, stellst du sie als Ladenbesitzer einfach nur in das eine Regal, wo die Kunden am häufigsten nach Wasserflaschen suchen. Du findest die Pools unter dem Reiter Liquidity. Beispiel: Erste Zeile der Solana USDC Pool ist ein konzentrierter Pooltyp mit einer Handelsgebühr von 0,01%. Du siehst, dass dort aktuell um die 6 Millionen hinterlegt sind unter Liquidity und über 180 Millionen in den letzten 24 Stunden gehandelt wurden und dadurch über 18.000 Dollar eingenommen wurden. Die aktuelle Rendite, die schwankt, die ist dynamisch, beträgt für die Anbieter aktuell um die 100%. Die setzt sich aus den Handelsgebühren eben zusammen und den zusätzlichen Rewards in Ray-Tokens. Ray ist der native Token des Raydium-Protokolls und läuft als SPL-Token auf der Solana-Blockchain. SPL ist der Standard-Token-Typ von Solana. Er wird als Belohnungstoken für die Liquiditätsanbieter genutzt und dient zugleich aber auch als Staking-Token für alle Nutzer, die ihre Bestände über das Protokoll hinterlegen wollen. Das findest du unter dem Reiter Staking. Da kannst du auch die aktuelle Rendite einsehen. Die ist derzeit zwischen 4 und 5%. Zusätzlich erhältst du mit dem Token
Governance-Rechte. Das heißt, du kannst bei zukünftigen Abstimmungen über das Radium-Protokoll mitentscheiden. Du siehst hier in dieser nächsten Tabelle die folgende Tokenverteilung. Die Ray Rewards für die LP-Anbieter, die müssen irgendwo herkommen und die kommen aus der Mining-Reserve, für die 34% aller Tokens reserviert sind. Weitere 30% sind für das Ökosystem zum Beispiel vorgesehen, 8% um die Liquidität bereitzustellen. 26% der Tokens wurden für das Team und für frühe Investoren, also Seed-Investoren, bereitgestellt. Diese Tokens waren nach dem Launch 2021 für 12 Monate gesperrt. Die wurden dann bis zum 21. Februar 2024 schrittweise freigegeben. Insgesamt gibt es 555 Millionen Tokens, von denen aktuell 290 Millionen Stück im Umlauf sind. Es kommen zu diesen Tokens im Umlauf jährlich weitere 1,9 Millionen Tokens aus der Mining-Reserve dazu. Beim aktuellen Preis sind das etwa 10 Millionen $. Das ist eine vergleichsweise niedrige Inflationsrate zu dem, was andere DEXs in ihren Hochphasen emittiert haben. Beispielsweise Uniswap hatte anfangs Tokenwert von 500 Millionen US-Dollar umgerechnet pro Jahr ausgegeben, also viel mehr. Übrigens, Raydium hat auch noch die Wormhole Bridge integriert. Du findest diese Funktion direkt unter dem Reiter More und dann Bridge. Über diese Funktion kannst du zum Beispiel sagen, du willst deine ETH auf Solana übertragen, ohne nochmal auf zusätzliche Tools zurückgreifen zu müssen. Für den Prozess kannst du dann zwischen einer manuellen Route wählen, da musst du die Transaktion selber steuern, oder du wählst die automatische Route Mensch. Oder du sagst, nee, ich will automatische Route, da übernimmt Wormhole für dich den kompletten Vorgang gegen eine kleine Gebühr. So, das war das Wichtigste zu Raydium. Bist du noch wach? Wir kommen zurück zu unserer eigentlich spannenden Ausgangsfrage. Warum lief denn für Raydium 2024 so viel besser als für andere DEXs? Und ja, vielleicht ahnst du es jetzt schon, es hat dann doch irgendwas mit den Meme-Coins zu tun dieses Jahr. Denn was wurde auf Solana im Januar 2024 gestartet? Ja, Pump Fun, die größte Meme-Coin-Launchpad-Plattform auf Solana. Und Pump Fun hat eine direkte Verbindung zu Raydium. Und zwar immer dann, wenn ein Meme-Coin auf Pump Fun eingeführt wird und ein Market Cap von 69.000 $ erreicht, zahlt die Plattform automatisch 12.000 $ in Raydium ein und ein Liquiditätspool wird erstellt. Und das machte dann Raydium praktisch 2024 zur liquidesten Plattform für Solana-Memes. Du siehst hier in lila, dass Raydium aktuell die größte Liquidität auf Solana hat, mit über 1,4 Milliarden US-Dollar. Stand des Videos ist das momentan 5-mal mehr als auf Orca. Was Raydium jetzt auch noch besser gemacht hat, muss man dazu sagen, war auch die Kombination, verschiedene Poolarten für verschiedene Tokentypen anzubieten und von Beginn an eine hohe Liquidität für Memes bereitzustellen. Eine hohe Initialliquidität bedeutet, du kannst viel höhere Summen handeln, ohne dass der Preis stark schwankt. Gleichzeitig schafft es dann auch nur 1% der Tokens von Pump Fun auf Raydium. Das heißt, man weiß schon so gedanklich, hey, die Memes, die es erstmal auf Raydium geschafft haben, die müssen ja irgendwo so eine gewisse Beliebtheitsschwelle durchlaufen haben und die Chance auf Gewinn könnte steigen. Scam-Projekte lassen sich damit aber trotzdem nicht ausschließen. Es gibt auch noch ein Video auf meinem Kanal zu Meme-Coins. Vielleicht kennst du das noch nicht, schau es dir unbedingt an. Dennoch, der Filter, dieser Raydium-Filter, das sorgt jetzt dafür, dass Nutzer ihre Meme-Coins einfach lieber auf Raydium als auf Pump Fun handeln. Mehr Handelsvolumen zieht dann eben mehr Liquidity-Provider an, was den Effekt wiederum positiv verstärkt. Also de facto wickeln heute die meisten Meme-Coins von Pump Fun ihre Geschäfte auf Raydium ab. Und das siehst du hier in hellgrau. Etwa 85% des Handelsvolumens entfallen auf Raydium. Das Spannende dabei ist jetzt aber, ihr Lieben, dass Pump Fun stark von Raydium abhängig ist, aber Raydium nicht von Pump Fun. Das erkennst du hier in der Grafik. Schau mal, die meisten Tokens, die auf Raydium gehandelt werden, das sind gar keine Meme-Coins. Nee, das sind native Token, wie Solana zum Beispiel, hier in blau gekennzeichnet. Die DEX hat also die Zusammenarbeit mit Pump Fun nur als Sprungbrett genutzt, um sich als wichtiger Liquiditätsanbieter auf Solana zu beweisen. Raydium profitiert mehr vom Gesamterfolg Solanas. Ist erstmal beruhigend, oder? Ich frage mich jetzt, ob der Erfolg von Raydium anhalten könnte.
Ein bullisches Szenario wäre, wenn Solana Radium für wichtigere Use Cases wie den Pay-File-Bereich einsetzt. Also das ist ein Bereich, wo es um kostengünstige Zahlungslösungen und die Blockchain-Infrastruktur geht. Jetzt nehmen wir einfach mal an, Solana baut seinen Pay-File-Bereich weiter aus und denkt zum Beispiel an die Partnerschaft mit PayPal. PayPal hat ja bereits auch sein Stablecoin auf Solana ausgestellt. Falls jetzt jemand wie PayPal sein Geschäftsmodell, sagen wir einfach mal, erweitern will, dann könnte Solana ja einfach sagen, ja, ich habe mit Radium eine extrem liquide dezentrale Börse. Hey, wie wär's? Und das würde Solana gegenüber anderen Blockchains einen klaren Wettbewerbsvorteil schaffen, vor allem im institutionellen DeFi-Bereich. Denn Unternehmen brauchen Plattformen mit einer hohen Liquidität, um Milliardengeschäfte abzuwickeln, die nicht stark schwanken. Und dort, ihr Lieben, da wartet das große Kapital, denke ich. In diesem Szenario könnte Radium ein Hotspot werden, der die Liquidität von mir, von dir, von Big Playern wie PayPal bündelt. Das würde völlig neue Türen öffnen. Es würde auch persönlich mir mehr Sicherheit geben, meine Assets in irgendwelchen DeFi-Pools zu hinterlegen, weil die großen Unternehmen ja quasi auch im gleichen Boot drinstecken. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall Fantasie, oder? Ja, das war's auch schon zum Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass doch gerne ein Like. Wenn du mich und den Kanal nicht kennst, dann auch gerne ein Abo. Und passend zum Thema DeFi kann ich dir auch noch mein Bitcoin DeFi-Video empfehlen. Da erfährst du zum Beispiel, wie du Bitcoin heutzutage einsetzen kannst, um zusätzliche Einnahmen zu machen. Ziemlich spannende Entwicklungen, die noch in den Kinderschuhen stecken. Ansonsten schau dich grundsätzlich einfach mal auf dem Kanal um und bis dahin freue ich mich. Bleib wie ich von Krypto fasziniert. Mach's gut. Ciao.